Herzlich willkommen heute bei unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich einen Gast bei mir zu Besuch, der hat eine Firma gegründet, die Airnergy. Und da geht es um Luft und Energie. Und dieses Thema werden wir heute mal gemeinsam betrachten. Und ich begrüße heute ganz herzlich Guido Birther bei mir. Hallo Guido. Hallo, guten Tag. Schön. Ich bin ganz gespannt, was du hier für ein Gerät oder eine Firma gegründet hast und was für ein Gerät. Die Firma haben wir schon vor 20 Jahren gegründet. Wir sind jetzt in 2020. Wir haben das Unternehmen im Jahre 2000 gegründet und sind in den Markt gegangen, weil wir verstanden haben, dass in der Luft mehr Potenzial, mehr Energie liegt, als der Mensch bisher nutzen kann. Insbesondere mit zunehmendem Alter, bei Erkrankungen, Bewegungsmangel, falscher Ernährung und. Und dann haben wir uns mit diesen ganzen Technologien auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass es Technologien gibt, die die Atemluft oder den Sauerstoff der Atemluft ionisieren. Das ist das eine Thema, das kennen viele von uns. Dann kennt man die klassischen Sauerstofftherapien, in Anführungszeichen, was Airnergy übrigens nicht ist, denn da wird hochkonzentrierter Sauerstoff dem Körper zugeführt. Das heißt, er wird aus der Atmosphäre, denn wir leben nicht nur von Luft, sondern wir leben in der Atmosphäre, wird der Sauerstoff konzentriert oder separiert und dem Klienten, Patienten, Kunden, was auch immer, rein angeboten, also pur, 90–95%. Wir glauben, das ist nicht der richtige Ansatz, denn wir haben verstanden bei Airnergy, so heißt meine Firma, dass wir dem Körper helfen müssen, den in der Luft vorhandenen Sauerstoff wieder besser zu verwerten. Denn das haben wir fast alle in der Schule gelernt, 21% Sauerstoffanteil, 78% Stickstoff, man spricht von 1% Edelgase, wo übrigens auch der CO2-Anteil drin ist, wo wir ja alle von den Medien gelernt haben, dass das so viel geworden ist übrigens 0,04%. Um das mal ins Verhältnis zu setzen. Und das entspricht in etwa auch der Menge an relativer Luftfeuchtigkeit. Denn wir sagen alle, wir müssen von Sauerstoff leben, aber der Sauerstoff, das haben wir in 20 Jahren festgestellt, mit jeder Menge Wissenschaftler, die für uns gearbeitet haben, Fachbücher geschrieben wurden und, dass der Sauerstoff ohne das Wasser gar nichts kann. So, das heißt, die Verbindung ist entscheidend. So, dazu kommt noch, dass der Mensch 75% des Sauerstoffs, den er einatmet, unverwertet wieder ausatmet. Was übrigens der Grund ist, warum man Leben retten kann durch Mund-zu-Mund-Beatmung. Wenn da ja aller Sauerstoff schon verbraucht wäre, würde das nicht wirklich viel Sinn machen. Das heißt, es ist mehr als genug Sauerstoff in der Luft. Wir müssen dem Körper nur helfen, den wieder besser zu verwerten. Wie macht man das? Das war damals die große Frage. Und wir haben es dann im Rahmen der Photosynthese in der Natur kennengelernt. Das heißt, in unseren Geräten, wir verkaufen eigentlich uns keine Geräte, sondern wir verkaufen die Energie in dem Sinne oder wir empfehlen die Energie. Und das Gerät kann gar nichts, wenn der Körper nicht da in Verbindung ist. Das kann man eher sehen wie eine Klimaanlage oder eine Heizung. Eine Klimaanlage macht uns auch die Atmosphäre irgendwo angenehmer in Form von Temperatur, genauso wie eine Heizung. Bei uns beide Situationen, wenn es zu heiß ist, kann der Körper nicht optimal im Stoffwechsel arbeiten, ebenso wenn es zu kalt ist. Das heißt, Airnergy ist irgendwo eine Brücke dazwischen, denn beide physikalischen Einflussnahmen, also Heizung und Klima, nehmen relative Luftfeuchtigkeit aus der Atmosphäre raus. Deswegen haben wir von unseren Großeltern oft gelernt, man sollte an der Heizung ein extra Gefäß platzieren, das ist die relative Luftfeuchtigkeit. So, also das will ich jetzt gar nicht zu kompliziert machen. Airnergy erhöht also nicht den Sauerstoff, ist keine Ionisierung und ist kein Ozon, sondern ist halt Airnergy. Wir nennen es Spirovitaltherapie oder Spirovitalisierung, in dem da einfach was passiert, was beispielsweise beim Waldbaden. Das kennen wir mittlerweile alles, wird seit 2–3 Jahren promotet. Das heißt, wir haben im Prinzip die Energie der guten Waldluft in diese Geräte oder können die in den Geräten emittieren. Und über einen Applikator, über eine Atembrille kann man dann täglich die Energie einatmen. Habe ich es richtig verstanden, dass wir durch die Nutzung von dem Gerät unseren Körper dazu aktivieren, besser mit Sauerstoff umzugehen? Oder was wäre jetzt so der Vorteil, wenn ich diese Luft atme?
mehr Energie. Und das ist das alles Entscheidende. Okay. Also wir beraten oder bearbeiten keine Erkrankungen bei Energy, sondern wir geben Energie. Jeder Mensch, der allerlei Irritationen hat, braucht Energie. Ob das eine Krankheit ist, die braucht Energie. Ob das Konzentrationsmangel ist, ob das Leistungssport ist, ob das High-Performer sind im Büro, im Management und ich weiß nicht was alles, die brauchen Energie und das liefert Energy im Prinzip. Was hätte ich jetzt als, sagen wir mal, ich bin so Hobby-Triathlet, also jetzt nicht hier der extrem Profisportler, aber mache so 3, 4, 5 Stunden Sport die Woche. Wie setze ich das ein als Sportler? Also Sportler sind natürlich auch unsere Top-Zielgruppe. Du sprichst gerade die Triathleten an, Marathonläufer und so weiter. Da haben wir jede Menge in unserer Kundschaft, beispielsweise der Timo Bracht. Ich glaube, der Timo ist seit 10, 12 Jahren mit Energy in Kontakt, hat 10, 12, 13, 14 Ironman-Teilnahmen und so weiter. Oh, okay. Also er nutzt es unter anderem eher um Regeneration zu betreiben vor allen Dingen. Weil Regeneration ist das A und O für die Sportler. Aber auch um Leistung aufzubauen. Also wie gesagt, es gibt in den 20 Jahren jede Menge Studien, Praxisbeobachtungen mit allerlei Parametern. Und da ist unter anderem ja auch der Parameter Laktat, der also Milchsäure, der wiederum für die Sportler relevant ist. Weil wenn die Milchsäure übersäuert oder wenn der Muskel übersäuert ist, ist die Energie eigentlich raus. Und es wurde immer wieder nachgewiesen, dass die Menschen, die regelmäßig Energy atmen, bereits nach einer Anwendung geringere Laktatproduktion haben. So, da sind wir im Sportbereich. Es geht um Konzentration. Unser Gehirn nutzt 20% des Sauerstoffs oder der Atmosphäre, der Energie, die wir nutzen und. Also unlimitiert. Was haben wir vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug, das sagt eigentlich alles. Wir haben überhaupt nicht wirklich das Bewusstsein, wie bedeutend die Atemluft ist. Wir sprechen alle Wasser verbessern und wie auch immer, aber wer denkt über die Luft da? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, bei dem Sportler, hast du da ein paar Erfahrungsberichte, was vor Energy-Nutzung, danach? Jede Menge. Da sind jede Menge mal ein paar Beispiele. Ja, habe ich gerade schon im Prinzip mit der Laktatproduktion. Es ist aber auch so, wir haben eine vergleichende Studie gemacht, schon 2004. Da haben wir eine klassische Sauerstofftherapie Energy gegenübergestellt. Beispielsweise haben wir da nachweisen können, dass knapp 10% mehr Sauerstoff im Körper verstoffwechselt wurde. Wir können die atmosphärische Luft messen, da wissen wir 21% Sauerstoff. Du hast noch nicht so viel Erfahrung mit Energy. Wahrscheinlich könnte man davon ausgehen, dass ich den Sauerstoff, der hier in der Atmosphäre vorhanden ist, besser verwerte als du. Okay. Das heißt, das ist ein Thema. Dadurch geht die Herzfrequenz runter. Das ist also systematisch im Prinzip, wie wir da eingreifen. Sympathikus, Parasympathikus, vegetative Nervensystem. Wir haben tausende Messungen, wo wir nach einer Anwendung gezeigt haben, dass der Parasympathikus stimuliert wird. Das heißt, der Körper kommt in Balance und nur in Balance kann er beispielsweise reparieren. Also nichts ist wichtiger als die Luft, die wir atmen. Punkt. Das wäre ja auch eine Top-Burnout-Prävention, weil da geht es ja um die Disbalance. Ja, das wäre es nicht, sondern das ist es, ganz klar, seit 15 Jahren. Einer unserer ersten Referenzen war Ottmar Hitzfeld, der war ja hier in der Schweiz auch mal Bundestrainer im Fußball. Der ist 2004 von Bayern München weggegangen, weil er halt energetisch da irgendwo sich ausgepowert hatte. Und ein paar Monate später hatten wir das erste Referenzschreiben von ihm, dass er dazu steht. Er und seine Frau Beatrix, die nutzen das seit Ewigkeiten. Und wir haben auch vor wenigen Jahren noch eine Bestätigung bekommen, dass es immer noch macht. Also über 15 Jahre jetzt. Jetzt ist natürlich sicherlich ein kritischer Punkt, dass man Luft nicht wirklich patentieren kann, oder? Ja, das wollen wir auch gar nicht. Also wir haben immer gesagt, bei Energy, wenn wir irgendwann mal 1% Marktanteil haben, sind wir die glücklichsten Menschen der Welt. Denn unsere Aufgabe sehen wir mittlerweile mehr darin, das Bewusstsein für die Atemluft überhaupt mal zu wecken. Weil ich habe mittlerweile den Eindruck, ich habe natürlich mit vielen tausend Menschen über das Thema gesprochen, mit vielen Ärzten. Da sind noch Menschen dabei, die denken, wir würden am Tag nur so 100 Liter atmen oder sowas. Das wäre ja schon viel. Gut, wenn man es ins Verhältnis stellt zu dem Wasser, trinken wir 2, 3, 4 Liter Wasser, wenn wir uns anstrengen, in Anführungszeichen. Und dann hätten wir schon mal fast das 20-, 30-fache. Aber nein, es sind 10.000 Liter, 12.000 Liter, 15.000 Liter, manche auch nur 8.000 Liter. Also das sind Riesenmengen, die wir da in uns aufnehmen und wieder ausstoßen im Prinzip. Ja. Wenn Energy jetzt das Synonym für Waldbaden ist, wenn du es jetzt zusammenfassen würdest in die Vorteile, was habe ich durch Waldbaden oder durch die Nutzung
für jemand, der sich, so wie ich jetzt gar nicht damit auskennt, dass du mir gerade so die Punkte mal aufzählst. Ja, also wir haben ja alle verlernt, was im Wald stattfindet. Das ist nicht nur das Licht, die Luft und das sind viel mehr. Beispielsweise spricht man über Terpene, das sind die Botenstoffe im Wald und die ganze Atmosphäre. Die können wir mit Energy natürlich nicht nachstellen. Wir können zwar die Luft in der Form wie energetisieren oder revitalisieren, wie auch immer du das ausdrücken möchtest, wie es im Prinzip im Rahmen der Photosynthese stattfindet. Aber das Ambiente können wir natürlich nicht schaffen. Dennoch haben wir uns mit dieser Thematik intensiv auseinandergesetzt, denn es gibt in Asien, Japan, Südkorea über 500 Studien, die das beweisen. Und da sagt man sogar, die Menschen, die sich regelmäßig im Wald aufhalten, diese gute Luft atmen überwiegend, die haben eigentlich 50% ihrer Probleme schon gelöst. Und weil wir da vor 2, 3, 4, 5 Jahren schon darauf aufmerksam geworden sind, weil wir natürlich allerlei Möglichkeiten suchen, um das Bewusstsein zum Atmen, zur Waldluft, zum Waldbaden und so weiter zu finden. Und dann haben wir auch angefangen, das zu promoten. Also wir sagen, Energy ist der kleinste Luftkurort der Welt. Und im Englischen formulieren wir es Forest Air Generator im Prinzip, also Waldluftgenerator. Ah, okay. Und da sind noch mittlerweile einige Ärzte, weil wir haben auch ein paar hundert Ärzte, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Also in Deutschland nur ein paar hundert, weltweit haben wir viele tausend Ärzte, die es sozusagen als Grundtherapie einsetzen. Weil nichts ist wichtiger als Atmen. Okay. Und gerade du hast ja schon gesagt, du hast jetzt nicht die Zielgruppe zwingend die Kranken, aber wenn es jetzt wirklich Ärzte gibt, die sagen, ich setze das ein, wo habt ihr da euer Steckenpferd? Also wo setzt ihr das primär ein? Oder? Ja, das ist eine verrückte Antwort, die ich dir da nur geben kann. Also unsere Zielgruppe sind Menschen, die atmen. Okay. Oder die sich für die Atmung anderer oder für die Atmung, Vitalität anderer verantwortlich fühlen. Wir haben beispielsweise in Baden-Baden eine Top-Referenz. Das ist der Dr. König und Partner. Die haben 6, 7, 8 Geräte von uns im Einsatz. Die machen das für Prävention, für Anti-Aging, Regeneration und. Wir haben eine Broschüre, die nennt sich Was hält dich am Leben? Die möchte ich gerne empfehlen. Da steht nämlich zum Beispiel mal drin, wie wir Menschen entgiften. Wer weiß schon, dass wir zu 70% über die Atmung entgiften und. Wer weiß, dass beispielsweise ein Wal, also das Säugetier, der Wal, der Riesenfisch, dass der 90% des Sauerstoffs verwertet, utilisiert nennt sich das medizinisch. Also die Verwertung ist das Entscheidende und nicht die Aufnahme. Wie viel Prozent verwerten wir nochmal? Also wir haben etwa 21% Sauerstoffanteil in der Luft. Das ist mehr oder weniger weltweit auch gleich. Das sind, das ist ein anderes Thema. So, und davon können wir im Prinzip ein Viertel verwerten. Okay. Das heißt, von diesen 21 atmen wir in etwa 16-17% wieder aus. So, und wir müssen dem Körper einfach helfen, den in der Luft vorhandenen Sauerstoff wieder besser zu verwerten. Und das macht Energy. Habt ihr das mal gemessen? Wie viel Prozent Steigerung wären das dann? Ja, das wollen wir nie so pauschal sagen, weil jeder Körper völlig optimiert sich anders. Genau. Also das variiert teilweise von gering bis hoch signifikant. Könnte man sagen, ein Sportler, der sich viel bewegt und einen guten Sauerstofftransport hat, dass der schneller davon profitiert? Also sagen wir mal so, ein gesunder Mensch spürt weniger davon. Der macht es im Prinzip zur Leistungssteigerung oder zur Regeneration. Aber Leistungssteigerung nicht, dass wir sagen, okay, der konnte jetzt 10 Kilo stemmen und dann kann er 15 Kilo stemmen. Das meinen wir nicht, sondern er kann länger 10 Kilo stemmen im Prinzip. Ja. Und wenn jetzt wirklich jemand betroffen wäre mit Lungenerkrankungen, da bekommt er besser Luft oder hat er eine Regeneration oder... Was gibt's also da das für ist ja Zusammenhänge? Unser Kernthemen, beispielsweise COPD. Da haben wir uns die ersten 17, 18 Jahre sehr intensiv mit auseinandergesetzt und wir haben auch viele tausend Kunden, die da allerlei berichten. Zum Beispiel, wenn man versteht, wie die COPD-Medikamente funktionieren, das würde ich aber jetzt nicht drauf eingehen, aber im Prinzip stimulieren sie den Sympathikus. Das heißt, wir sind immer unter Stress, deswegen sind die Lungenbläschen weit gestellt und so weiter. Problem ist nur, wenn man in diesem Zustand ist, kann man nicht regenerieren und nicht reparieren. So, und wir haben tausende von Messungen mit der HRV-Messung gemacht, die Herzratenvariabilitätsmessung. Darüber kann man Sympathikus und Parasympathik in etwa definieren und somit auch vorher und nachher. Und verrückterweise sind also 8, 9 von 10 Anwendungen über dieses Diagnosesystem, was ja eine EKG-Technologie ist, eine fortschrittlichere EKG-Technologie, kann man also bei 8, 9 oder eigentlich 10
von 10 Anwendern zeigen, dass da eine Veränderung da ist. Super. Also auch für den Privatmann geeignet. Für Menschen, die atmen. Für Menschen, die atmen. Ganz genau. Also ich habe im Vorgespräch, wir haben einige Formel-1-Leute, wir haben aus der Bundesliga Leute, eigentlich aus allen Sportbereichen. Wir haben Apnoe-Taucher, das sind Leute, die können viele Minuten ohne zu atmen. Und deren Highlight ist, wenn die ihre Herzfrequenz runterfahren können. Die haben in der Regel so 35 pro Minute. Und das ist das Größte für die Herzfrequenz runterzufahren. Und siehe da, ich war in Italien, in Pisa, im Olympiastützpunkt, weil damals war das die führende Nation, die Italiener. Und die haben alle einmal geatmet und hatten alle 10% weniger Herzfrequenz. Und das war der Knaller für die. Das wollten die alles nicht glauben. Wobei bei dem Niveau waren das nur noch 3 oder 4 Herzschläge, aber immerhin. Und der Dr. Luigi Magno, das ist der Top-Trainer von denen, der hat damit natürlich gesehen, was in dem ganzen Körper passiert. Du versuchst das irgendwo nachvollziehbar irgendwo auf so ein paar Punkte festzumachen. Aber die Haut sind Zellen, die Knochen sind Zellen, alles sind Zellen und alles braucht Luft, beziehungsweise Sauerstoff. Genau, in jeder Zelle. Spannend. Ja. Und wenn wir jetzt eine Zelle haben, die wir nicht wollen, sagen wir mal eine Krebszelle, wie reagiert die auf Sauerstoff? Genau. Da gibt es jede Menge Literatur. Also wir sind als Hersteller dieser Vitalisatoren in einer gewissen Kompetenz, na klar, aber wir haben auch nicht die Möglichkeiten, über alles zu sprechen. Aber da haben wir Fachbücher, haben Experten. Und zufällig wurde in der aktuellen Naturheilkunde-Journal, ein deutsches Fachmedium, wurde ein Vergleich vom Dr. Jibin Qi veröffentlicht. Dr. Jibin Qi setzt sich sehr viel mit der Thematik, die du ansprichst, auseinander und hat Anergy jetzt 18 Jahre beobachtet und hat da jetzt mal ein Resümee draus geschrieben und ist unter anderem zu 6 Nobelpreisempfängern zuordnen können, weil Otto Warburg hat es 1931 schon erkannt, was das alles bedeutet. Aber da möchte ich heute gar nicht so tief drauf eingehen, sondern bitte die Unterlagen anfordern. Das sind spannende Informationen. Wenn ich mich jetzt zu dem Thema Krebszellen und Sauerstoff informieren möchte, wo kann ich mich denn dann am besten informieren? Ja, in der Fachliteratur natürlich, da haben wir auch einiges zu bieten. Internet bietet da natürlich viele Informationsquellen, aber wir sind damals das ein oder andere Mal gerade bei den Großen irregeführt worden. Also wir haben selber Fachbücher, wenn man die Informationen haben will, dann kann man sich natürlich bei uns auf der Website umschauen. Wie heißt die? Das ist die anergy.de, AIR wie Luft und nergy.de. Oder wer es einfach haben will, da haben wir eine Landingpage, die heißt einfach nur lebendigeluft.de. So, da sind so ein paar Kerninformationen drin und sehr umfangreich. Also wir sind da wenig verkäuferisch in dem Sinne. Wir wollen die Geräte natürlich in den Markt bringen. Aber mittlerweile ist es auch so, dass wir in Deutschland alleine etwa 300 Standorte, 400 Standorte haben, wo man gegen Entgelt halt kurativ das mal ausprobieren kann, wenn man sich nicht gleich ein eigenes Gerät kaufen möchte. Also da gibt es alle Möglichkeiten. Wie viel Zeit müsste ich dafür einplanen? Im gewerblichen Bereich haben wir Gerätschaften, wo wir sagen, 21 Minuten vitalisieren mit Anergy ist ideal. Pro Tag oder pro Woche? Das ist immer die Frage, was will ich erreichen? Da weiß ich nicht, ist derjenige gesund? Also präventiv und für Anti-Aging sagen wir 3-mal die Woche, 21 Minuten ist okay. Einmal ist besser als keinmal, aber je nachdem, was man erreichen möchte, empfehlen wir doch schon die tägliche Anwendung, weil wir brauchen täglich Energie. Und wir müssen einfach das Verständnis für Luft neu positionieren. Und wenn ich Sie da einladen oder dich einladen darf, mal den kleinen Atmos zu lesen. Der kleine Atmos ist eine Broschüre, die wir initiiert haben und kostenlos zum Download anbieten. Da sind Informationen drin, wo uns nicht nur Ärzte gesagt haben, das ist das vielleicht Relevanteste, was ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe. Und Eltern kommen auf uns zu und sagen, warum lernen das unsere Kinder nicht schon in der Schule? Eigentlich sagen sie damit, die wissen es selber nicht, klar. Ja gut, die Frage stellt man sich ja öfters mal in vielen anderen Themen auch. Ja, also vielen Dank, lieber Guido. Das war ein schöner Rundumblick mal für mich, wo ich mich mit dem Thema gar nicht befasst habe. Ich werde jetzt das Thema Waldbaden und werde auch mal auf der Seite gucken, was ich da so für mich für Informationen rausfinde. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein durfte und hoffentlich ein bisschen das Bewusstsein für gute Atemluft oder präziser gesprochen Atematmosphäre wecken konnte. Ja, danke. Super. Liebe Zuschauer, auch ein ganz wichtiges Thema ist einfach unsere Luft.
Und ich war froh, da heute mal drüber sprechen zu können, weil mir das auch gar nicht so bewusst war. Ja? Guido hat mir am Anfang so eine kleine Fangfrage gestellt, was ist denn das Lebenswichtige, mit was überlebt man? Und dann fällt einem ja alles ein, also Wasser oder man überlegt irgendein Nahrungsmittel, wo alles drin komprimiert ist. Und es ist erstmal die Luft, ja, die wir benötigen, um gesund leben zu können oder überleben zu können. Ja? Also es ist einfach vom ersten bis zum letzten Atemzug begleitet es uns. Wichtiges Thema. Und ja, schön, dass Sie heute dabei waren und bis bald. Dankeschön. Tschüss.